Hallo, hier ist Dan vom Pomade Shop. Ich hoffe, euch geht's gut und willkommen zu einem neuen Video. Bis gleich. Hallo, mein Name ist Dan und hier ist eine Auswahl an Pomaden. Und wie ihr schon dem Titel entnommen habt, es geht um das Thema Pomade auswaschen. Für bestehende, erfahrene Pomadenutzer ist das natürlich ein ganz banales Thema, aber für Pomade-Neulinge, für Menschen, die das Gel gewohnt sind, für die ist es doch ein ganz, ganz großes Fragezeichen, denn sie hören sehr schaurige Geschichten darüber, dass sich Pomade nicht auswaschen lässt, dass sie in den Haaren klebt, dass sie gar nicht aus den Haaren rauszubekommen ist. Und das ist richtig, das stimmt, aber diese Geschichte stimmt nicht für alle Produkte. Denn wir leben heute in einer ganz wunderbaren Zeit, in der es sogenannte wasserbasierte oder wasserlösliche Pomaden gibt. Und die lassen sich ganz einfach im Haar anbringen und das Besondere ist, ganz einfach eben mit Wasser, sie sind ja auch wasserlöslich, ganz einfach mit Wasser wieder aus den Haaren herauswaschen. Man kann ein bisschen Shampoo dazu nehmen, aber Wasser genügt meistens und das ist natürlich ein ganz wunderbares Ding. Und für welche gilt das? Das gilt vor allem für wasserbasierte Pomaden, wie jetzt zum Beispiel die Layrite oder eine Uppercut oder eine rote Reutzel oder Rusel, wie sie genannt wird, eine Hey Joe. Die ist übrigens auch ein ganz gutes Beispiel dafür. Seht ihr mal, wie klar die ist, wie durchsichtig, so Gelee-artig. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie wasserbasiert ist und dass sie wieder ganz wunderbar aus den Haaren auszuwaschen ist. Wir machen aber weiter. Die Corleone ist auch ein Vertreter von ganz leicht auswaschbaren Pomaden und eine wasserbasierte ist natürlich, der Name sagt schon, Aqua. Die lässt sich ebenfalls ganz wunderbar und ganz leicht aus den Haaren auswaschen. Wir haben dann Vertreter der Gegenseite von den wasserbasierten und zwar sind es die ölbasierten Pomaden. Das sind dann solche wie zum Beispiel die Murray's Superior, die Becks Wave and Groom, die Don Draper, dann natürlich die ganz wunderbare Womanizer-Reihe, Fat Cop, die sind ebenfalls ölbasiert. Rusel oder Reutzel ist hier natürlich auch vertreten mit der Grünreutzel, wasserbasiert und ein ganz großer Klassiker Black and White. Wir erkennen die ölbasierten daran, dass die sehr fest sind, matt sind, also gar nicht mal durchsichtig. Schauen wir mal hier, wie schaut denn die aus? Die hier genauso. So, und die ölbasierten, die haben zwar einen riesen Vorteil, dass sie sehr pflegend sind, dass sie sehr angenehm, sehr schonend sind zu den Haaren und zu der Kopfhaut. Aber da rühren natürlich diese Horrorgeschichten her. Sie lassen sich teilweise wirklich sehr schwer auswaschen. Das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund, warum sie sich ganz schwer auswaschen lassen. Und zwar sind diese Pomaden schon sehr, sehr lange auf dem Markt. Die gibt es teilweise seit über 100 Jahren. Die wasserbasierten dagegen, die gibt es vielleicht seit 20, 25 Jahren erst. Und vor 100 Jahren war die Situation mit der Haarpflege, mit der Haarreinigung, mit dem Haarstyling eine ganz andere. Heute haben wir zu Hause alle eine Dusche, wir haben eine Badewanne, wir haben die Bequemlichkeit, dass wir uns jederzeit mit warmem Wasser, mit einem Duschgel, mit einem Shampoo die Haare waschen können, egal wie oft, egal wie viel wir möchten. Wir können sie auch ganz wunderbar trocknen, nicht nur an der Luft, sondern auch mit einem Föhn, mit einem Haartrockner. Und das gab es vor 100 Jahren nicht wirklich. Das gab es nicht mal in den 60er Jahren teilweise. Da waren noch Hotels, nicht alle mit fließendem Wasser ausgestattet. Das war schon ein ganz besonderes Thema. Und da hatte man natürlich nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Lust, sich die Haare täglich zu waschen, wenn es denn so schwierig war. Man musste ja Wasser holen. Teilweise war das Wasser vielleicht kalt. Man musste das Wasser zuerst mal erwärmen. Dann war es auch nicht in einer Dusche vorrätig, sondern es war in einem Eimer oder in einem Bottich. Und dann ging es darum, dass man sich die Haare waschen musste.
Und vor 100, 150 Jahren wurden die Haare mit demselben Produkt gewaschen wie der Boden, und zwar mit einer Seife. Und die damaligen Seifen, die neigten dazu, die Haare nicht nur auszutrocknen, sondern ihnen auch grauen Belag zu geben und es sehr leblos und stumpf aussehen zu lassen. Und ölbasierte Pomaden, wie jetzt die Murray Superior von 1926 zum Beispiel oder die Black and White von 1922, die waren eine unglaubliche Rettung, eine unglaubliche Wohltat für die Menschen und für deren Kopfhaut und für deren Haare, weil sie dem Haar wieder den Glanz, diese Natürlichkeit, die Lebendigkeit, das, was wir heute kennen, wenn wir aus der Dusche rauskommen. Dieses Gefühl hatten die Menschen früher nicht. Und die Pomaden haben es ihnen wieder gegeben. Und warum haben es jetzt diese Pomaden getan? Weil die waren auf Vaseline-Basis. Vaseline kennen wir alle. Das ist das, was man jetzt ganz normal in jeder Drogerie im Supermarkt kaufen kann. Es ist geruchlos, es ist ganz neutral aussehend und sich anfühlen. Das ist einfach nur ein festes, öliges Gemisch. Und das Besondere an der Vaseline war, dass es im Gegensatz zu den früheren Pomaden, die hergestellt wurden aus tierischen Fetten oder aus pflanzlichen Fetten, die sehr schnell ranzig wurden, Vaseline wurde es nicht. Die war nahezu unendlich haltbar und man konnte sie mit allen möglichen Ölen und Duftstoffen mischen, ohne zusätzliche Chemie zu benötigen. Und aus dem Grund waren die Pomaden wie eine Murray's Superior, wie eine Black and White oder natürlich dann auch in den 50er Jahren die Pomaden von Dax, die waren eine unglaubliche Wohltat, eine unglaubliche Bereicherung für die Kunden. Das hat sich natürlich geändert mit der Zeit, denn wir haben inzwischen ja alle den Luxus einer Dusche und deshalb sind wasserbasierte Pomaden heute eher angesagt. Und wie hatte man da früher denn überhaupt die Pomade ausgewaschen und wie wäscht man heute auch noch die ölbasierten Pomaden aus? Das zeige ich euch. Vor über 100 Jahren wurden die Pomaden mit sowas ausgewaschen und zwar mit einem Shampoo, entweder mit einem Doppel-O oder das gab es auch mit einem O, mit Shampoo von Schwarzkopf. Das waren die ersten von 1903. Und bis in die 60er Jahre hin wurden Shampoos, so wie sie heute heißen, unter anderem in Papiertüten, in Trockenform, also in Pulverform angeboten, mit einer ganz tollen Anleitung hinten drin, wie man die Haare ja, waschen soll, wie es überhaupt angewendet wird. Hier damals Preis 18 Pfennig. Ja, gut. In den 20er Jahren war das hier natürlich ja eine komplette Revolution, dass man nicht mehr eine Seife nehmen musste, sondern man hat ein Shampoo genommen, ein wohldosierbares. Es war auch günstig. Man musste nicht viel kaufen. Man hat einfach nur so ein kleines Tütchen gekauft im Drogerieladen oder beim Kramer und konnte sich damit ganz wunderbar die Haare waschen. Den Zweck hatte übrigens damals die Haarwäsche nicht, so wie heute, die Haare zu entfetten, sondern es sollte die Kopfhaut und die Haare, also der Haarboden, sollte sauber gehalten werden, frei von Bakterien, frei von Schmutz und von Unerwünschtem. In den 30er Jahren ging es dann weiter. Dann kamen dann Shampoos auf, hier zum Beispiel eine schöne Verpackung von Lucky Tiger, Beauty Oil Shampoo. Die wurden dann flüssig, die wurden auch in Glas angeboten. Hier ganz witzig, gut, das Ding, das ist jetzt 90 Jahre alt, da mussten wir uns nicht wundern, was da drin ist, aber es wurde geschüttelt und dann konnte man das Shampoo ganz wunderbar anwenden. Ich glaube, das sah damals auch ein bisschen appetitlicher aus. Das Besondere ist aber, es war in einer Glasflasche, das heißt, man musste natürlich auch aufpassen bei der Haarwäsche, dass es nicht zerbricht, aber in den 30er Jahren hatte man meistens seine Haare im Waschbecken gewaschen, also gar nicht mal jetzt ganz großartig unter der Dusche, sondern wirklich nur im Waschbecken konzentriert nur auf die Haare.
und da konnte man dann auch wunderbar aufpassen. Und das Interessante ist hier, dieses Shampoo war eigentlich ein Ersatz für die Pulvershampoos und Wasser, denn hier steht, die Haare nicht befeuchten, sondern das Lucky Tiger Beauty Oil Shampoo direkt auf die trockene Kopfhaut anwenden, kräftig 3 bis 5 Minuten massieren, was auch nicht schlecht ist, ziemlich lang, um die Haare zu reinigen und lose Schuppen zu entfernen. Dann mit warmem Wasser ausspülen. Ja, das war dieses wunderbare Lucky Tiger. In den 60er Jahren wurde es ein bisschen bequemer und auch ein bisschen schicker. Das hier ist hier ein Damen-Shampoo, Liquid Cream Shampoo von einer sehr beliebten Marke, Wildroot. Also damals beliebten Marke Wildroot. Wir wollen mal reinschauen, wie das aussieht. Das war hier ein cremiges Shampoo, so sieht es aus. Ihr seht schon, das ist recht klein. Also man hatte damals wirklich nicht viel und nicht oft die Haare gewaschen. Und ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, also in den ganzen Barbering-Büchern, das ist ein Teil davon, aber will ich euch jetzt hier nicht alle unbedingt vorlesen. Nur eins rausgreifen aus den 50er Jahren, das ist von 1957, das heißt Schön sein, schön bleiben. Das ist ein sehr schönes Buch für Damen und selbst für Damen wurde damals empfohlen, dass man die Haare nicht zu oft waschen sollte. Hier, wie oft Haare gewaschen werden müssen, wird sich immer nach den jeweiligen Gegebenheiten richten. Frauen, die in der Großstadt leben oder in der Industrie arbeiten, müssen zwangsläufig ihr Haar öfter reinigen als diejenigen, die in frischer und sauberer Land- oder Bergluft leben. Im Ruhrgebiet zum Beispiel wird eine gepflegte Frau es kaum vermeiden können, ihren Kopf alle 8 Tage zu waschen. Der Staub und Schmutz, der bei der Gesichts- und Körperwasche das Wasser so dunkel färbt, der sitzt ebenso in den Haaren und kann auch durch häufiges Bürsten und Kämmen nicht restlos entfernt werden. Es ist also schwer, eine allgemeingültige Regel auszustellen. Also wirklich ganz interessant. Hier wurde selbst bei den eleganten Damen, so wie wir aus den 50er Jahren kennen, wurde empfohlen, alle 8 Tage die Haare zu waschen. Also gar nicht mal so oft. Aber gut, Damen haben wahrscheinlich nicht wirklich zu oft Pomade verwendet, denn in den 50er Jahren dann kam dann Hairspray auf oder Haarspray. Das hieß dann damals noch das unsichtbare Haarnetz. Jetzt bin ich ein bisschen abgewichen. Wie wasche ich die Produkte überhaupt aus? Die ölbasierten Pomaden werden ausgewaschen mit Shampoo, mit einem ganz normalen Shampoo, aber sie werden ins trockene Haar getan. Also das Shampoo kommt ins trockene Haar. Am besten verbindet man es noch mit ein bisschen Öl. Es ist nicht notwendig, man kann es mit Öl noch verbinden. Oder man holt sich gleich ein Shampoo, das Öle enthält, am besten pflanzliche Öle. Und massiert es in die trockenen Haare und in trockene Kopfhaut ein, lässt es 2 Minuten einwirken und dann fügt man nach und nach Wasser hinzu und schäumt die Haare auf. Und das wiederholt man bei Bedarf. Es ist aber, wie gesagt, nicht wirklich notwendig, dass man es so macht. Man kann auch ein ganz normales Shampoo verwenden und es relativ kurz einwirken lassen und es dann genießen, wenn die Haare nicht komplett trocken und pomadefrei sind. Es ist aber keine allgemeingültige Regel. Es gilt nicht für jeden. Es hängt wirklich davon ab, wie man sich damit wohlfühlt. Für mich ist es angenehm, aber ich habe sehr viele Kunden, für die ist das nicht wirklich so angenehm. Da muss die Pomade wirklich raus. Da ist es wirklich etwas, was sie nicht wirklich möchten und suchen. Deshalb, wenn ölbasierte Pomade verwendet wird, die wirklich unglaublich viele Vorteile hat, sehr, sehr pflegend ist, muss man sich dessen bewusst sein, die ist ein bisschen schwerer auszuwaschen. Aber wenn man sich dann etwas Gutes antun möchte für die Haare, wenn man also merkt, dass die wasserbasierten Produkte, die wasserbasierten Pomaden einem vielleicht nicht so ganz passen oder gut tun, was zwar selten ist, kann aber passieren, dann kommen sogenannte UVBs, ganz wunderbare UVBs in Frage, wie die Sheer Revival oder O'Dowd's oder hier die First Hand. Das sind ganz tolle Produkte, die nicht nur leichter auszuwaschen sind, sondern sie haben noch ganz wunderbare pflegende Öle und Wachse in der Rezeptur enthalten und lassen sich trotzdem sehr angenehm auswaschen. So, das war jetzt mal ein ausschweifender Überblick, wie man die Pomade auswäscht.
Aber ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben. Hinterlasst mir ein Abo. Dann schauen wir einfach das nächste Mal. Vielleicht mache ich mich doch nochmal an diese Bücher ran und erzähle euch dann, was ich dort alles herausgefunden habe. Das natürlich interessieren, wie wascht ihr denn eure Pomaden aus, sei es jetzt wasserbasierte, ölbasierte oder UVBs, und welche Erfahrungen habt ihr mit den verschiedenen Shampoos? So, das war's von mir. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen, wollte mich auch bedanken wirklich für eure ganz wunderbare Treue und für eure ganz wunderbaren Kommentare an dieser Stelle. Viel Spaß beim Styling, wir sehen uns das nächste Mal. Ich bin euer Stan. Macht's gut.